Wenn man sich anschaut, wo die EQ-Alumni tätig sind heute, das zeigt dann einfach die unendlichen Möglichkeiten, die das EQ-Studium einen bietet. Wir haben Alumni, die tätig sind bei großen Unternehmen. Ich selber bin bei der TÜV Nord Group tätig. Wir haben Alumni, die bei BASF tätig sind, der Deutschen Telekom, ThyssenKrupp. Viele der Alumni sind auch in Unternehmensberatungen gelandet. Wir haben allerdings auch Alumni in wichtigen politischen Institutionen wie dem Europäischen Parlament. Also das Fazit ist einfach, die Möglichkeiten sind nicht begrenzt. So I work for the European Economic and Social Committee, which is one of the bodies of the European Union. So I work with Eastern Partnership, and my main task is to run the civil society platforms which are foreseen by the EU association agreements with Georgia, Moldova and Ukraine. I chose Bochum because I had studied international relations, politics in Latvia as a bachelor, and I really wanted to continue my master's with economics. It was really international. Of course, we had German students, so it was a really nice mix, and we were doing things together. And I mean, it was a nice, very enjoyable time, to which I look back now and think, oh, maybe I should have, partied more, because I was really focused. Ich glaube, was Besondere war, dass die Gruppe sehr heterogen war. Wir hatten alle sehr unterschiedliche Hintergründe, und ich fand es schon sehr interessant immer und gut, und dann, ich glaube auch, dass ich da meine Menschenkenntnisse und auch vielleicht internationale Kommunikation verbessert habe. Also ich finde, das EQ-Studium ist für heutige Studierende absolut attraktiv durch die Vielfalt an Themen, die man kennenlernt. Das ist einfach wahnsinnig bereichernd, dass man sich so ein breites Spektrum aneignen kann und dann aber auch wiederum die Freiheit hat, selber Schwerpunkte zu setzen. Auf der anderen Seite denke ich bei EQ auch immer an eine kleine Familie irgendwo, weil ich finde, dass der Zusammenhalt in diesem Studiengang einfach wahnsinnig eng ist. Gemeinsames Lernen war bei uns ganz stark und es erleichtert das Studium total. Besonders für ausländische Studierende ist das total hilfreich, weil es passiert immer, dass man irgendwas nicht verstanden hat, und da kann man es die Leuten auch nochmal nachfragen. Es war schon ein eklatanter Unterschied zwischen was man über die EU liest und die EU-Integration und wie eigentlich in der Theorie der Gesetzgebungsprozess aussehen sollte und wie es dann tatsächlich in der Praxis aussieht. Also ich hätte nicht erwartet, dass ich irgendwann Änderungsanträge für Gesetzgebung schreibe, die tatsächlich dann Gesetz werden und aus meiner Idee dann Vorgaben für ganz Europa werden. Was mich begeistert, ist, dass halt unglaublich viele Leute hier sich einfach ganz und gar für ihren Beruf und für die EU und für das Thema, an dem sie arbeiten, einsetzen. Schon sehr besonders an der Stadt. Und ich genieße es, dass Freunde, mit denen ich zusammen in Florenz studiert habe, hier sind. Dass ehemalige EQ-Kollegen regelmäßig vorbeikommen und dass man immer, ja, dass Brüssel häufig so eine Durchlaufstation von sämtlichen Europäern ist. Das ist schon spannend. Habe dann herausgefunden, dass es hier EQ gibt und dachte mir so, das wäre eigentlich so das perfekte Sahnehäubchen auf diesem Bachelor, den ich erfolgreich hier abgeschlossen habe. Da wollte ich definitiv einfach nochmal einen anderen Schwerpunkt setzen und da hatte EQ die perfekte Mischung für mich. Ja, ich glaube, das Wichtigste, was das EQ-Studium für eine Forschungsarbeit bringt, ist, dass man keine Angst hat, sich in neuen Themen einzuarbeiten. Das ist voll wichtig. Und bei EQ haben wir das 2 Jahre lang gemacht. Also in jedem Seminar, jede Vorlesung was Neues. Also zuerst einmal finde ich es ja super, dass der Studiengang relativ klein ist und dass man quasi eine Gruppe immer ist, die sich alle untereinander kennen. Bei unserem Jahrgang waren es, glaube ich, so um die 30 Leute, was schon relativ groß ist. Und dementsprechend wurden dann noch viele Social Events eben organisiert, die ich super fand. Also zum Beispiel das Running Dinner gibt es ja einmal im Jahr, wo man dann auch jahrgangsübergreifend zusammenkommt. Ich glaube, dass mich das Studium sehr stark oder sehr gut vorbereitet hat auf den Beruf, weil wir uns immer wieder schnell in neue Themen einarbeiten mussten und gelernt haben, Themen sehr stark aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Und da einfach viel mitnehmen konnten, persönlich und auch fachlich. Und was mich ganz besonders dazu bewogen hat, es zu studieren, auch ist natürlich diese Wahlmöglichkeiten in dieser Vielschichtigkeit. Und das fand ich total super, dass man dann wirklich ab dem 3. Semester quasi ein Studium selber irgendwie aussuchen konnte. Und ansonsten war das sehr
intensiv, würde ich sagen, und sehr vielseitig. Es gab sehr viele verschiedene Sachen. Also wenn ein Studiengang interdisziplinär ist, dann ist es EQ, würde ich sagen. Also man hat wirklich von Philosophie über Geschichte bis hin zu Wirtschaft, Politik und Gesellschaft alles abgedeckt. Die besten Zeiten waren außerhalb des Studiums, das stimmt. Also EQ ist eine Gemeinschaft. Das ist die gemeinsame Zeit, die wir auch außerhalb des Studiums verbracht haben. Das werde ich mit Sicherheit mein Lebenslang erinnern.